Ich beschäftige mich seit Jahren in meiner Forschung damit, wie auf digitalen Märkten Machtungleichgewichte entstehen. Interessant ist hierbei, dass in den letzten Jahren die Regulierungstätigkeit ganz stark zugenommen hat. Das heißt, Gesellschaften, sprich Aufsichtsbehörden, aber auch Regierungen nehmen Technologieunternehmen zunehmend in die Pflicht, damit gesellschaftliche Risiken vermieden werden und damit Unternehmen im Fall von Fehlverhalten auch haftbar gemacht werden können. Mit Blick auf die Rolle von digitalen Technologien auf Demokratien stimmt mich hoffnungsvoll, dass es sich hierbei nicht mehr um einen Diskurs nur von Experten handelt, sondern dass wir auch eine ganz starke öffentliche Aufmerksamkeit haben. Das heißt, dass digitale Technologien dort, wo sie beispielsweise diskriminierend wirken oder dort, wo sie zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen können, zunehmend breit diskutiert werden. In den Medien, aber eben auch in der Gesellschaft. Das haben wir im Kontext von ChatGPT gesehen, wo sogar die Arbeitsbedingungen, unter denen solche Modelle künstlicher Intelligenz entwickelt werden, zunehmend problematisiert werden. Beispielsweise die Bereinigung von Datensätzen in Kenia zu sehr, sehr schlechten Stundenlöhnen, aber auch die Arbeitsbedingungen in den Kobaltminen des Kongo, wo Kobalt gefördert wird, das für jedes Smartphone notwendig ist. Mit zwei Kolleginnen habe ich einen Podcast gegründet, Purple Code, in dem wir feministische Perspektiven auf digitalisierte Gesellschaften entwickeln. Und um ganz originäre Perspektiven einbringen zu können, laden wir uns Gäste ein. Und die sind nicht immer Wissenschaftlerinnen. Zum Teil haben wir Künstlerinnen, Journalistinnen, politisch aktive Frauen. Und die haben ganz eigene Erfahrungen mit digitalen Technologien gemacht und haben auch ganz eigene Vorschläge dafür, wie Gesellschaften gestaltet werden sollen um digitale Technologien herum, damit Gesellschaften demokratisch bleiben, damit sie vielleicht pluraler werden. Und das Schöne aus diesem Podcast ist eben, dass die Personen, mit denen wir hier sprechen, in der Regel unheimlich mutig sind, unheimlich kreativ sind und auf ihre Art und Weise uns auch neue Impulse geben können und uns darin bestärken, in unserer Forschung weiterzumachen. Es gibt eine Menge Projekte, in denen KI innovativ eingesetzt wird. Beispielsweise das Projekt Feminist AI der A+ Alliance. Zahlreiche Organisationen haben es sich hier zum Ziel gemacht, aufzuzeigen, wie die verschiedenen Etappen des Produktionsprozesses von KI von feministischen Perspektiven profitieren können. Das fängt an mit Datensätzen, die auf Verzerrungen achten und darauf, ob sie diskriminierend wirken. Das macht weiter mit Teams, die divers zusammengesetzt sind und sich ihrer Vorurteile bewusst werden, bis hin zur Entwicklung von Anwendungskontexten, die sehr viel stärker darauf achten, was Gemeinschaften eigentlich brauchen. Und das Schöne ist, dass die meisten dieser Teams aus dem globalen Süden stammen und uns hier aufzeigen, dass die Art und Weise, wie man KI entwickelt, heute sehr viel diverser geworden ist und auch bunter.